Tagen ist es wieder soweit. Start in Frankfurt zum einzigen deutschen Weltpokalrennen. Über 100 Berufsfahrer der europäischen Spitzenklasse stellen sich erneut zum Kampf. 220 Kilometer Rennstrecke. Das bedeutet über 5 Stunden Jagd auf den Straßen Hessens und auf den Höhen des Taunus. Es geht um wertvolle Weltmeisterschaftspunkte. Alle Freunde des Radsports erwarten dieses Rennen mit großer Spannung. Henningerbräu sagt, auf Wiedersehen am Sonntagvormittag um 10 Uhr. Rund um den Henninger Turm. 1. Mai. Eschborn, Frankfurt. Wer hier gewinnt, hat Radsportgeschichte mitgeschrieben. Diese drei haben es geschafft und sich dabei einen radsportlichen Kindheitstraum erfüllt. Sie haben das bedeutendste deutsche Radrennen für sich entschieden und ihr Weg zum Sieg führte sie über den Mammolshainer Berg. John Degenkolb, Kai Hundertmark, Fabian Wegmann. Hier gewinnt man das Rennen vielleicht nicht, aber hier wird jeder bejubelt. Der Mammolshainer ist Begeisterung und Gänsehaut. Hat schon so ein bisschen Tour-Atmosphäre, weil relativ schmaler Weg, steil. Die Leute stehen da halb eng gesäumt am Straßenrand und man fährt wirklich durch so ein Spalier, gerade wenn man eine kleine Gruppe ist. Generationen von Radprofis kamen hier vorbei. Eine ansonsten unscheinbare Straße. Was ich immer am meisten verflucht habe, ist nicht eigentlich das steile Stück. Das ist für mich eigentlich relativ gut noch zu handeln, sage ich mal. Aber die 1,5 Kilometer, die von hier ab noch bis oben, bis Königstein sind, die sind halt super schwer. Und da habe ich schon mehrfach auf die Zähne gebissen in den letzten Jahren. John Degenkolb, Kai Hundertmark und Fabian Wegmann wurden zu Gesichtern des Radrennens, das aber längst ein Mythos war. Hier oben treffen wir sie. Immer ein schöner Moment zu Hause. In Mammolshain, Stadtteil von Königstein. Hier schauen sie sich ihre persönlichen Glücksmomente noch einmal an. Ja. War der zweite oder dritte? Alleine war ich die letzte 1,5 Runde. Du bist auf der Runde weggefahren, ne? Und Otto und Godefroth am letzten, hätte auch keine Runde länger sein müssen. Dann wäre ich hochgelaufen, glaube ich, die nächste Runde. Aber ohne Helm noch, ne? Ja, das war noch. Aber mit Haaren. Ohne Helm mit Haaren, ja. Kai Hundertmark, 1. Mai 2000. Da war die auch lange alleine zu zweit, oder? Ja, die letzten, auf der Runde aber auch. Okay. Die letzten 3 Runden. Und das war aber jetzt hier, was ist das, noch Darmstadt? Riedberg, ja. Riedberg, okay. Genau. Da war es nur einmal, oder? Riedberg. Ja, genau. Fabian Wegmann, 1. Mai 2009. Boah, wurde so auch eng hier. Ja, kommst du da raus. Zum Glück noch eine Lücke gefunden. In der Hinterkurve, jawohl. Ah, und das war Matthews, oder was? Genau, der war bei Rabobank. Ja. Hier. John Degenkolb, 1. Mai 2011. Sie sind 3 von nur 10 deutschen Siegern. Das Rennen ist für mehr als 4 Jahrzehnte die Geschichte der Gebrüder Moos. Erwin Moos links, Hermann rechts. Dazu dessen Sohn Bernd, der später Veranstalter wird. Radsport ist nicht ihr Beruf. Es ist ihre Liebe, ihre Leidenschaft. Als die beiden noch lebten, organisierten sie das Henninger Rennen in ihrem Baustoffhandel in Schwalbach. Hermann Moos war für die Verträge zuständig, aber da reichten Handschläge. Die haben das mehr oder minder aus dem Büro gemacht. Die Hauptverhandlungen, die wichtigen Verhandlungen, wie zum Beispiel Polizei, Presse, Fernsehen und, das wurde alles zu Hause bei uns im Wohnzimmer gemacht. Da gab es irgendwann einen Termin und da hat mein Vater gesagt, wir brauchen Äppelwein, wir brauchen Bier, Henninger Bier, wir brauchen Leberwurst, Blutwurst und Presskop. Und dann hat man sich da drin, wir hatten einen sehr großen Wohnzimmertisch, den konnten wir ausziehen. Und da haben die alle drum rumgesessen und hat es geheißen, der 1. Mai kommt jetzt irgendwann. Wir fangen jetzt mal an, wer macht dies, wer macht jenes.
Es geht nicht ums Geld, zumindest nicht darum, etwas zu verdienen. Sie möchten dem Radsport eine Bühne bieten und katapultieren das Rennen in die erste Liga. Denn es wird weltbekannt. Die Organisation ist hemdsärmelig. Gagen, Prämien für die Teams, alles bar und sogar Verhandlungssache. Es hat geheißen, die müssen heute Abend Geld kriegen, dass sie die Hotelübernachtung bezahlen können. Und am nächsten Tag haben sie Geld dafür gekriegt, dass sie auch gefahren sind. Weil das ging natürlich nicht, dass sie auch schlecht gefahren sind. Die mussten ja gut fahren. Und da wurde auch immer noch mal verhandelt dann am nächsten Tag. Was hast du heute gemacht? Du bist nur hin und her gefahren oder bist bei 50 Kilometer ausgestiegen und kriegst keinen Pfennig. Bei den Familien Moos und später Moos-Achenbach spielen die Ehefrauen eine besondere Rolle. Sie sind nicht nur Rückhalt, sondern eine Art Finanzministerinnen der Veranstaltung. Es gehört einfach dazu, dass die Frau und die ganze Familie da mitzieht. Bei uns ist es ja meine Frau natürlich an erster Stelle, aber auch die Söhne und heute schon wieder die Enkel. Alle müssen mithelfen. Was gefällt Ihnen am Radsport? Die schönen Figuren, wo die Männer alle haben, die ohne Radfahrer und wie Tempo die fahren. Ne? Und freue mich wieder, dass nichts passiert. Gell, dass keiner vom Rad runterstürzt. Und meine Mutter hat am Tag vorher auf der Bank das Geld abgeholt. Das wurde in eine Plastiktüte gepackt, in Zeitungspapier, sodass es nicht gleich aufgefallen ist. Und dann, wenn mein Vater wieder was gebraucht hat mein Vater gesagt, Agnes, gib mir mal ein bisschen was. Und dann hat sie wieder ein bisschen was meinem Vater gegeben und wurde es ausbezahlt und damit war der Fall erledigt. Über Jahrzehnte prägen sie das Rennen. Zum Radsport gehört diese Leidenschaft und das haben die mitgebracht. Der Hermann Moos, der hat mich auch gekannt. Ich war in seinem Verein, Henninger-Sossenheim, habe ich das Radfahren begonnen und er hat hier bei der Siegerehrung mit Tränen in den Augen gestanden. Ja. Und es hat für mich auch enorm viel bedeutet, das zu sehen, dass eben, die waren alle mit Herzblut, mit Leidenschaft und es war nichts Kommerzielles, das Rennen, sondern es war einfach ein Riesenevent. Die Bilder der 60er Jahre. 1962 wird erstmals gefahren, beweisen, welchen Stellenwert rund um den Henninger Turm in kürzester Zeit erlangt. Menschenmassen säumen die Straßen. Das spricht sich herum. Die Organisation ist seriös und die Strecke anspruchsvoll. Die Weltklasse ist sofort dabei. Die deutschen Stars, wie hier Rudi Altig, sowieso. Das war wie ein Hexenkessel, das war der Anstieg hier, man kann es nur noch leicht ahnen mittlerweile, aber die Zuschauer waren da auch sehr eng gesäumt und durch die Häuserschluchten hat es alles gehalten. Also von Jugend an, oder Schüler an, wenn ich hier gefahren bin, ich hatte Gänsehaut, rein von der Atmosphäre, von den Zuschauern und alles, das war immer was Besonderes. Im Jahr 2000 gewinnt Kai Hundertmark als erster Lokalmatador und schafft das, was der Frankfurter Dietrich Thurau in den 70er und 80er Jahren knapp verpasste: einen Heimsieg. Emotional ist dieser Erfolg der bewegendste der Geschichte. Sein Rad von damals schmückt heute eine Vitrine des Frankfurter Sportmuseums. Die Begeisterung für die Historie beschränkt sich keineswegs auf Frankfurt, später Eschborn oder die nähere Umgebung. Die Suche nach der Leidenschaft und den kleinen Erinnerungen führt uns nach Solms-Oberndorf bei Wetzlar. Hier hat Stefan Veit seine Fahrradwerkstatt. In der Jugend fährt er am 1. Mai selbst, aber er wird vor allem Fan und Sammler. Ich weiß noch, wir haben immer kurz hinterm Zielwagen gesessen, halt auf der Brauereiseite auf dem Stacheldrahtzaun. Und irgendwann war es halt auf dem Stacheldraht auch nicht mehr sehr gemütlich. Und dann haben wir uns halt einen Pappdeckel beim nächsten Mal mitgenommen, haben die um im Stacheldraht gewickelt, dass wir da halbwegs bequem sitzen konnten. Also es war immer schon interessant. Veit hat eine liebevoll gestaltete Homepage. Der 1. Mai ist dabei ein wichtiger Teil. Das Herzstück seiner Sammlung sind Bierdeckel. Die 60er Jahre, 70er, die waren halt noch mit Jahreszahlen versehen. Ab 74 ist es leider nicht mehr. Und dann erst wieder 81 oder auch 86 zum 25-jährigen Jubiläum. Und dann fehlen halt leider hier Deckel aus den 90er Jahren ab 2002. Da habe ich sie wieder bis zum letzten Rennen in 2008. Und ja, die anderen, wenn es denn welche geben würde, würde ich mich freuen, wenn ich sie irgendwann irgendwoher bekommen würde. Aber so muss ich halt jetzt erstmal mit dem Vorleben nehmen, was ich habe. Die Beziehung zum Bier ist natürlich gewollt, aber darauf kommen wir später zurück. Das
Stück, worauf ich am stolzesten bin, wo ich auch bisher noch kein zweites von gesehen habe, das ist halt das Programm von 1962 mit den wichtigsten deutschen Fahrern, die daran teilgenommen haben. Das Vorwort schrieb Generalkonsul Schubert am 13. Mai 62. Da ist Premiere. Noch ist der 1. Mai nämlich nicht der fixe Termin. 52 Fahrer stehen am Start. Und gewinnen wird ein Belgier, Armand Desmet. Bis heute sind die Belgier die erfolgreichste Nation bei diesem Rennen. Interessant ist der Streckenverlauf. Und nicht nur die 15 Schlussrunden am Henninger Turm. Es geht zunächst durch die Wetterau, über Friedberg, vorbei an der Burg. Der Feldberg im Taunus ist von Beginn an dabei und natürlich der höchste Punkt. Eine besondere Herausforderung damals der Schmidberg in Bad Schwalbach, das was heute der Mammolshainer Berg darstellt. Das Ziel am Hainer Weg in Frankfurt-Sachsenhausen, am neu erbauten Henninger Turm. Im Archiv des Hessischen Rundfunks liegen die Filmrollen aus den 60er Jahren. Nicht alles ist erhalten geblieben aus der Anfangszeit, aber es sind Schätze, die sich dort finden. Zunächst gab es ja noch keine Live-Übertragungen. Alles wurde mit Filmkameras gedreht und dann geschnitten. In exzellenter Qualität. Die Bilder haben von ihrer Faszination nichts verloren. Im Gegenteil, sie haben fast schon etwas Heroisches. Schon in seinem 3. Jahr gehört rund um den Henninger Turm zur höchsten Kategorie des Rennkalenders. Zum ersten Mal hatte die Internationale Radsportvereinigung UCI für 1964 ein klassisches Rennen nach Deutschland vergeben. Rund um den Henninger Turm gingen die besten Radsportler der Welt am 1. Mai. Länge der Strecke 279 Kilometer. Es gab 2 Bergwertungen. Organisatorisch wie von der Zuschauerresonanz her war dieses erste Klassik ein großartiger Erfolg. Erster Klassiker 1964. Das bedeutete später Weltpokal, heute World Tour. Schon nach kurzer Zeit hatte sich eine Ausreißergruppe vom Feld gelöst. Clément Rolland aus Belgien, sein Landsmann Ivo Molenaars und François Mahé. Das Feld, darunter der Weltmeister Benoni B. Heid, Hans Junkermann und Rudi Altig, ließen sie ziehen. Das ist die Ortsdurchfahrt in Wiesbaden. Direkt am Rhein, vor dem Biebricher Schloss. Und dann ins Ziel, nach Frankfurt. Sieger im ersten klassischen deutschen Straßenrennen der Radsportgeschichte, Clément Rolland, Belgien, vor Mahé, Frankreich und Molenaars, Belgien. Das Radrennen ist also innerhalb kürzester Zeit etabliert und der Plan ist aufgegangen. Denn dahinter steht eine Werbestrategie. Es geht seitens der Geldgeber nämlich vor allem um die Henninger Brauerei. Das Radrennen dient als Vehikel der Werbebotschaft. Sie ist wichtig. Man konnte nicht hergehen, konnte sagen, rund um den und den Turm, das ging ja nicht. Man musste Henninger Turm sagen. Somit war also der Name Henninger Bier dann auch mit im Gespräch und das war natürlich eine tolle Werbung. Das schmeckt. Henninger ist damals weltbekannt und nicht nur eine kleine Brauerei aus Frankfurt-Sachsenhausen. Als eine der ersten exportiert Henninger sein Bier weit über die deutschen Grenzen hinaus oder lässt in Lizenz brauen und wirbt in vielen verschiedenen Sprachen. C'est vraiment fantastique. C'est Henninger. Sprechen Sie Henninger. Questa birra è la birra che piace a noi. Parli Henninger? Ma sta meglio Jefsi o talvolta se già birra. Henninger, Ilja Jefsi. In Frankfurt stemmt Henninger den Etat des Rennens praktisch allein. Die Idee ist genial. Der Sponsorname integriert in den Titel des Rennens.
Bis zum Jahr 2002, als der Schweizer Markus Zberg gewinnt, endet rund um den Henninger Turm vor den Toren der Brauerei. Aber die hat längst wirtschaftliche Probleme und wird an den Konkurrenten Binding und die Oetker-Gruppe direkt nebenan veräußert. Das Ziel wechselt nun in die Darmstädter Landstraße. Binding mit seiner neuen Marke Henninger erkennt natürlich das Werbepotenzial vor der Haustür, zumal der Radsport gerade boomt. Aber 2008 ist auch das Geschichte. Wie Henninger ausgestiegen ist, da gab es diese große Lücke, natürlich. Henninger war ja nicht der Hauptsponsor, sondern Henninger war ja der einzige Sponsor. Fast der einzige, sagen wir mal so. Und das war natürlich für mich dann in dem Moment ein großes Loch, das größte Loch, was wir je hatten. Und damals haben wir aber gesagt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir finden jemanden, der wirklich einsteigt, oder wir müssen aufhören. Das war ganz klar, weil ich konnte das nicht finanzieren. Der Blick in die Zukunft. Die Brauereien sind also raus, der Henninger Turm in seiner ursprünglichen Form auch Geschichte und neu als schicker Wohnungsbau auferstanden. Aber es geht weiter. Die Stadt Eschborn steigt ein, auch finanziell, und wird neuer Startort. Es ist der Beginn von Eschborn-Frankfurt, auch wenn die Zusätze City Loop oder rund um den Finanzplatz zwischenzeitlich auftauchen. Frankfurt erkennt ebenfalls den Werbewert der Großveranstaltung, schickt die Fahrer im Jahr 2009 aber auf eine Baustelle. Durch den gerade neu entstehenden Stadtteil Karlbach-Riedberg. Ein ungewöhnlicher Zielort. Aber der deutsche Radsport befindet sich zu dieser Zeit in einer existenzbedrohenden Krise. Seit Jahren bestimmt das Wort Doping die Radsportberichterstattung. Damit schmückt sich nicht die Innenstadt. Natürlich, es war ein Trostpflaster. Aber es war ja Ziel, dieses Gebiet zu vermarkten. Und deswegen war es für die Stadt Frankfurt nicht verkehrt, dass wir da hingegangen sind. Aber für uns war es nicht optimal. Natürlich raus aus Frankfurt. Aber klar, die Bilder, die Medien rausstrahlten über das neue Baugebiet für Frankfurt, war das für Frankfurt keine schlechte Werbung. Und für einen wird dieser 1. Mai 2009 besonders. Fabian Wegmann. 12 Jahre später fährt er noch einmal über den Riedberg. Alles neu, alles modern. Jetzt rein in den letzten finalen Kreisel, den haben sie gleich überstanden, so ist es. Jetzt der Sprint eröffnet von Carsten Krohn von hinten. Fabian Wegmann, kann er dagegenhalten? Jetzt noch ein offener Sprint, sind auf gleicher Höhe. Fabian Wegmann ist vorne und ich glaube, er wird dieses Rennen gewinnen und so ist es! Sieg für Fabian Wegmann bei der ersten Auflage des Eschborn-Frankfurt City Loop, bei der 48. Auflage des Radklassikers in Frankfurt, dem Nachfolgerennen von rund um den Henninger Turm. Ja, wir waren einfach froh, dass das Rennen weiter besteht und dass es weitergeht. Ja, und natürlich, das war wirklich eine schwere Zeit. Trotzdem hat man auch hier gesehen, das war wie so ein kleiner Neuanfang mit den Zuschauern, die hier waren. Und vielleicht war das auch so ein bisschen symbolisch hier, dieses Neubaugebiet. Genau, wir fahren da gar nicht direkt auf die Bühne. Ein Jahr später. Anreise zum Start im Bus des Team Milram. Das letzte Mal. Ja, auch beim ersten Mal. Da fährst du nach Kronberg runter. Die Strecke hat sich wieder etwas verändert. Wegmann will seinen Titel verteidigen. Hast du gib mal die Landkarte. Dann. Dies gelang bislang nur dem Australier Phil Anderson 1985. Der Radsport in Deutschland ist fragil. Auch das Team Milram kämpft um Aufmerksamkeit. Ein Sieg am 1. Mai ist dabei besonders wertvoll. Und dieser Tag ist es auch, denn das Herz pulsiert wieder im Herzen der Stadt Frankfurt. Das neue Ziel liegt an der Alten Oper. Würdig. Viele denken noch an den Henninger Turm, aber langsam setzt sich Eschborn-Frankfurt durch. Wir waren eine relativ kleine Gruppe, also waren auch nur noch 30 Mann, glaube ich. Und dann gab es so einen kleinen Verschwenk, den hatte ich mir morgens auch gut angeguckt. Also die Zielgeraden war nicht komplett gerade, sondern wir haben die Straßenseite kurz vorher nochmal gewechselt. Und ich wusste, wenn ich da vorne bin, dann die Straßenseite wechsle, dann habe ich einen kleinen Vorteil. Und ja, dass das hinterher gereicht hat, war natürlich war großartig. Fabian Wegmann gewinnt erneut. Seine Freude geteilt
mit der Mannschaft. Noch wichtiger aber ist, das Rennen hat eine neue Heimat. Vor der Alten Oper. Eine Kulisse, die es wirklich verdient. Fehlt noch ein neues Gesicht. Er wird es. John Degenkolb, in Gera geboren, im bayerischen Weißenburg aufgewachsen, lebt inzwischen in Frankfurt. Ein Kümmerer. Kinder fragen, John antwortet. Ist eigentlich, wenn man beim Radrennen auf die Toilette muss? Das ist eine sehr gute Frage. Sein besonderes Anliegen ist ein Laufradrennen für die Kleinsten. Die Idee kam eigentlich daher, dass in der Zeit mein Sohn dann angefangen hat, Laufrad zu fahren. Und dann war es irgendwie so, ja, warum kann eigentlich mein Sohn hier nicht mit teilnehmen? Wir haben den 1. Mai und der 1. Mai ist eine Veranstaltung, wo jeder Mann einfach aufs Rad steigt und die Zeit genießt. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, lass uns das doch mal angehen, lass uns probieren, dort was auf die Beine zu stellen. Und relativ schnell und simpel sind wir da einfach zu einem Entschluss gekommen, das zu machen. Und das hat toll funktioniert. Wir hatten an dem Tag, kann ich mich erinnern, leider nicht ganz so gutes Wetter, aber trotz des schlechten Wetters war die Begeisterung dafür von den Kids, von den Eltern und von den ganzen Zuschauern war natürlich gigantisch. In den sozialen Netzwerken geht das Rennen durch die Decke. Und auch sonst wird das Rennen entdeckt. Ein nicht wegzudenkender neuer Bestandteil. Degenkolbs Popularität entsteht aber bereits früher. 1. Mai 2011. Er gewinnt das Jubiläumsrennen, die 50. Auflage. Er ist erst 22 und das Jahr 2011 wird seinen Durchbruch bringen. Mein damaliger sportlicher Leiter Jens Zemke, langer Wegbegleiter mittlerweile, war total heiß und hat mich auch in der Woche oder in den Wochen vorher schon total heiß gemacht. Er wusste, dass ich gut drauf bin. Ich bin sehr gute Klassiker für das erste Jahr, für mein erstes Profijahr gefahren. Und wir sind dann auf der Strecke schon trainieren gefahren, haben uns da wirklich sehr gut vorbereitet. Und dementsprechend war die Motivation und der Ansporn extrem hoch. Es ist der Aufbruch zu einer großen Karriere. Später wird Degenkolb Mailand-Sanremo gewinnen und als zweiter Deutscher Paris-Roubaix. Eine Etappe der Tour de France und 10 bei der Spanien-Rundfahrt. All das kann damals niemand ahnen. Es gibt einen Siegerpokal und den hat er heute noch. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin dankbar, dass meine Frau den irgendwo aus dem Archiv rausgekramt hat. Ich glaube, der war irgendwo in der Kiste noch eingepackt jetzt zuletzt. Jetzt mit dem Umzug war das, glaube ich, aber dann zumindest für Laura relativ einfach zu lokalisieren, wo der aufzufinden ist. Ja. Dazu den Siegerkranz, gold verziert, und die passende Musik vom Band gibt's natürlich auch. Ja, nochmal des Jahres. Also, erstmal, es soll jetzt nicht so aussehen, dass ich mit meinen Trophäen und mit meinen eingefahrenen Sachen allen so umgehe. Aber der ist irgendwie ein bisschen untergekommen. Aber er hat überlebt, ist noch vorhanden. Eschborn Frankfurt hat die große Krise überstanden. Anders als die kleinen deutschen Landesrundfahrten. Das Rennen ist eine der wenigen Bühnen. Pascal Ackermann nutzt sie 2019. Ein Start ist für deutsche Profis eigentlich Pflicht. Bei dem Rennen, was für mich wirklich mein Heimrennen ist, ganz tief im Herzen verankert, ein absolutes Muss, halt einfach am Start zu stehen. Eschborn Frankfurt ist modern geworden, ohne dabei die Tradition zu vergessen. Und die Idee, ein Radsporttag für alle zu sein, mit dem Höhepunkt des Profirennens. Mit dem Mammolshainer Berg,
der Kultstätte wurde. Ein faires Rennen mit der Chance für verschiedene Fahrertypen, für Ausreißer und Sprinter. Der Stellenwert im Peloton international gesehen ist extrem hoch. Das Ansehen an dem Rennen ist hoch. Jedes Jahr sind sehr gute Rennfahrer mit am Start. Und es war schon zu dem damaligen Zeitpunkt mein absoluter größter Sieg. Und emotional rückblickend war das schon auch ein Riesending für mich. Degenkolb lebte in Frankfurt, jetzt seit einigen Jahren in Oberursel. Die Strecke ist seine Nachbarin geworden und er das Gesicht des Rennens. Was viele vereint, auch Degenkolb, Wegmann und Hundertmark, ist der Rückblick auf ihre Anfänge. Hier fuhren auch sie als Kinder und Jugendliche. Der Hessische Rundfunk hatte Kinderreporter im Einsatz, wenn es dann rund um den Henninger Turm ging. Die Fans waren ja ohnehin da. Ein Traum. Während die Profis bereits im Taunus um die vorderen Plätze kämpften, ging es hier nicht weniger spannend zu. Am Start auch Schüler aus dem Ausland. Bei Spitzengeschwindigkeiten bis zu 50 Kilometern in der Stunde blieb das Feld in den ersten 2 Runden geschlossen zusammen. Doch in der letzten Runde konnte sich ein Fahrer vom Feld absetzen und davonziehen. Er wurde auch nicht mehr eingeholt und fuhr einem ungefährdeten Sieg entgegen. Es war der erste Erfolg des 13-Jährigen in dieser Saison. Ein Fundstück aus dem Archiv. Die Sendung hieß Kleine Sportschau. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ich habe mal eine Frage. Wie oft musst du trainieren, um so einen Sieg zu bringen? Ja, in der Woche 5-mal. Wenn die Fahrt auch schwer gewesen war, die Freude des Sieges ließ alle Strapazen vergessen. Schöner kann man's nicht sagen. Auch John Degenkolb fuhr hier Jugendrennen. 2005 wird er Dritter. Rechts steht er. Das, was mir eigentlich am meisten in Erinnerung geblieben ist, war diese Menschenmassen zu diesem Zeitpunkt. Wir hatten immer ganz früh Start, weiß ich auch noch. Und dann waren aber auch die Leute schon für das Profirennen alle da. Und man musste sich zum Start durch die Menschenmassen irgendwie durchwurschteln, dass man irgendwie zur Startlinie kam. Und nach dem Rennen ist man noch geblieben, um das Profirennen zu schauen, um dort vielleicht die eine oder andere Trinkflasche oder so einen Verpflegungsbeutel an den Bussen von den Profis zu ergattern. Und das war für mich einfach ein großes Erlebnis. Die Besten bekommen Bierhumpen. Auch in der Jugendklasse übrigens. Fabian Wegmann fährt für den RV Henninger Sossenheim. Das ist der Heimatclub der Familie Moos, obwohl er aus Münster in Westfalen kommt. So wurde es dennoch sein Heimrennen. Das war eins meiner ersten Rennen, die ich auch gefahren bin, also so Anfängerrennen und Schülerrennen. Da habe ich zum ersten Mal einen Profi wirklich gesehen, weil bis dato in Deutschland, wir sind nicht weit gereist damals und da habe ich Laurent Fignon, war da auch die erste Unterschrift, die ich da bekommen habe und da kann ich mich noch so gut dran erinnern und es war dann immer ein Traum von mir, natürlich hier zu gewinnen. Lange Zeit bin ich weit hinterher gefahren und es hat nicht geklappt, aber auch das Ziel nicht gesehen, gerade so als Schüler und Jugendfahrer. In U23 hat es dann auch nicht geklappt, aber als dann bei den Profis natürlich geklappt hat, war es umso schöner. So ein Rennen wächst natürlich auch mit den Siegern und je größer die Sieger sind, die sich da in die Palmares da eintragen, in die Siegerliste, desto höher wird auch der Stellenwert dieses Rennens und es hat sich zum wirklichen Klassiker entwickelt. Einer durfte da nicht fehlen. Der Größte. Der Beste, vermutlich für immer, Eddy Merckx. 1968 startet er in Frankfurt mit seinem Team Faima. Angereist mit dem Privatwagen. Das Rad obendrauf. Cool. Merckx ist das Ziel der Fotografen, der Autogrammjäger. Er ist Weltmeister. Bitte die Mannschaft von Faima.
Und hier ist der Straßenweltmeister Eddy Merckx aus Belgien. Ein Beifall für Eddy Merckx. Ein Kamerateam heftet sich den ganzen Tag an ihn. Es gelingen grandiose Aufnahmen und Einblicke. Merckx ist Vielfahrer, der schon mal den Bürgersteig nimmt. Aber vor allem, er nimmt alles mit. Seine 525 Profisiege sind Teil der Legende. Dass es an diesem 1. Mai 1968 nicht klappt, geschenkt. Merckx erreicht sogar nicht mal das Ziel, aber er wird natürlich wiederkommen, um das nachzuholen. Entscheidend aber ist seine Teilnahme und die der anderen Weltstars. Denn es sind sie, die dem Henninger Turmrennen Glanz verleihen. Beeindruckende Bilder dann im Finale 1968. Und am Heinerweg gewinnt schließlich der Niederländer Eddy Beugels. (1971) ist es dann soweit. Merckx gewinnt. Und wie es sich für einen Champion seiner Art gehört, im Solo. Umblicken muss er sich eigentlich nicht, denn der nächste ist ein Molteni-Teamkollege hinter ihm. Abgeräumt, erledigt. Merckx hat in Frankfurt seine Spuren hinterlassen. Der größte Star, den das Rennen je gesehen hat. Und das mehrmals. Aber auch Deutschland hat einen Mann, der die Massen fasziniert. Rudi Altig, der letzte deutsche Weltmeister, der 1966 diesen Titel gewann. Den Henninger Turm hat er noch nicht für sich entschieden. Das wird Zeit, denn die Karriere neigt sich dem Ende entgegen. 1. Mai 1970, die Besten sind da. Merckx auch. Und eben Rudi Altig. Der Rudi war ja auch ein Mensch, der kam abends vorher und dann sagt, komm, wir trinken noch einen Rotwein schnell. Das war ja ein Typ von Fahrer, den es heute ja gar nicht mehr gibt. Dieser 1. Mai 1970 wird in die Geschichte eingehen. Geschichten schreiben, die immer wieder erzählt werden. Die erste handelt vom Wetter, denn der Winter ist plötzlich zurück. Es ist eiskalt. In der Nacht hat es geschneit und am frühen Morgen müssen die Räumfahrzeuge ausrücken, um die Straßen vom Schnee zu befreien. Für die zweite Geschichte hat Rudi Altig gesorgt. Der ist nicht nur gut, sondern auch extrem geschäftstüchtig. Am Vorabend will er über eine persönliche Antrittsprämie verhandeln oder nicht fahren. Ja, der Rudi wollte neben seiner Mannschaft auch noch Geld haben, also nebenher noch ein bisschen was, wenn er fährt. Und dann hat mein Vater gesagt, also, das geht natürlich nur, wenn du morgen gewinnst und dann kriegst du etwas separat. Und dann hat der Rudi gesagt, okay, dann gewinne ich morgen. Und dann ist er gefahren und hat auch gewonnen. Und hat natürlich dann auch noch was dazu gekriegt. Man könnte es heute sagen, ich glaube, es waren 1000 D-Mark oder sowas. Auf dem Rundkurs hängt er den Niederländer Zoetemelk und den Italiener Crepelli ab. Die Fans jubeln ihm zu. Der Rest ist lässig. Die Hand kurz vorm Lenker, das reicht an der Ziellinie. Altig wird bis zu seinem Tod dem Rennen verbunden bleiben, auch später als Rennleiter im Führungsfahrzeug. Was Rudi Altig in den 60er und 70er Jahren ist, wird das Team Telekom und T-Mobile ab den 90ern. Sie dominieren nun zeitweise das Rennen. Sie kommen mit ihren Stars, mit Zabel und mit Ulrich. Heinerweg oder Darmstädter Landstraße. In Magenta. Den Anfang macht Olaf Ludwig, 1994. 5 weitere Telekom-Siege folgen.
Kai Hundertmark 2000 und dreimal Erik Zabel. Rund um den Henninger Turm wird zum Massenspektakel, aber es geht ab 2006 auch rasant bergab. Der Radsport versinkt im Dopingsumpf, nicht nur T-Mobile. Aber nach Patrick Sinkiewicz' Sieg 2007 beendet der Sponsor sein Engagement. Auch dem Rennen droht das Aus. Klar, logisch habe ich das gesagt, weil es war ja auch so, und man darf auch nicht vergessen, unser Rennen hat eigentlich Bestand gehabt die ganze Zeit. Natürlich auch deswegen, weil die Medien uns nicht verlassen haben. Aber es sind ja viele Rennen zu der Zeit haben ja nicht mehr stattgefunden. Also die sind ja alle verschwunden auf dem Markt. Und wir haben aber immer gesagt, und das war natürlich auch das Schöne, dass Eschborn und Frankfurt gesagt haben, wir wollen eigentlich dabei bleiben. Und ich muss ja sagen, auch wenn die Presse manchmal ganz schlimm geschrieben hat oder das Fernsehen auch mal viel über Doping, du hast auch manchmal eine ganze Zeit lang über Doping gesprochen, habe ich dann gesagt, muss der denn nur über Doping reden? Der kann ja vielleicht mal was anderes sagen. Natürlich, aber trotz alledem haben wir immer schön weitergemacht und auch doch meistens mit gutem Erfolg. Der 1. Mai schafft jedes Jahr aufs Neue Atmosphäre. Aber auch neue Stars und einen Seriensieger. Der Norweger Alexander Kristoff gewinnt 4-mal in Folge. I have been so lucky. I won it 4 times in a row. And it's also the only race I had to sing the national anthem myself, so that's quite a funny story. Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem. 2017. Alle sager som senker drømmen på vår jord. Die Hymne war nicht parat. Eine der ganz wenigen, aber die schönste der klitzekleinen Pannen. Der 1. Mai, das Rennen für alle. Ehepaar Briechle aus Altenstadt auf dem Weg zum Training. Fürs Jedermannrennen. Heute Škoda Velotour. Die große Vielfalt, denn hier dürfen alle mitmachen. Auch das Ehepaar Briechle. Und das Besondere, sie waren immer mit dabei. Ich habe auch viel Fußball gespielt, bin viel Marathon gelaufen. Irgendwann ging was laufen. Hat mir immer so viel Spaß gemacht. Dann auch durch die Tour de France angucken. Mein Vater ist als junger Mann auch Rennrad gefahren. Und dann habe ich mir überlegt, kaufe ich mir heute mal ein Rennrad. Und dann konnte ich meine Frau damit überzeugen. Ja. Und seitdem fahren wir heute gemeinsam durchs Leben. Können Sie sich noch erinnern, wie lang die Strecke damals war? Das war die kleine Strecke, ich glaube, das war so 45 oder 50 Kilometer. Ja, ich glaube 45, also, also mehr nicht. Die Škoda Velotour hat inzwischen weit über 6000 Teilnehmer. Es ist das Vermächtnis des Radsportbooms nach dem Tour de France-Sieg von Jan Ullrich. Denn viele hat diese Zeit begeistert und man muss ja nicht gleich ganz vorne fahren. Ja, schon. Also, aber wir sind die Letzten, die draußen. Wir sind ja nicht vorne in dem großen Pulk. Ja. Wir sind ja eher im letzten Drittel. Ja. Und da ist nicht mehr so das Gedränge so groß. Die Faszination ist das Gemeinschaftsgefühl und natürlich die seltene Gelegenheit, auf abgesperrten Straßen, und zwar denen der Profis, zu fahren. Ich bin heute hier, weil Radfahren ist der geilste Sport, den es gibt. Wir sind heute 6.500 Leute, die hier durchs Ziel fahren. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, als mit so vielen Leuten zusammen Rad zu fahren und dann noch bei dem Traumwetter. Die nächste Krise. Im Moment wird ja alles abgesagt, auch der Radklassiker Eschborn-Frankfurt. Am 1. Mai wird auch nicht stattfinden. Jetzt geht's in Corona. Aber zusammen geht es dann doch weiter. 0 Sekunden los und jetzt ist virtuell, aber auch real. Der Radklassiker daheim. Und alle machen mit. 1. Mai 2020. Im Wohnzimmer bei Pascal Ackermann. Auf der Strecke mit John Degenkolb. Am Telefon, per Skype, per Schalte. Jeder meldet sich. Toni Martin, Philipp Gilbert, Johannes Fröhlinger. Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze oder Ironman Sebastian Kienle. Olympialegende Christina Vogel
oder Maximilian Levy. Ein wilder Mix, bei dem auch die Fans zu Hause mitmachen. Fahrrad vor mir fährt ein junges Mädchen. Ein Tag, der zusammenschweißt. Ich fahre für das Bamble-Team vom Heinerhof in Sossenheim und trainiere heute in New York, weil wegen Corona die Straßen so schön leer sind. Außerdem freue ich mich auf Montag, wenn die Friseure wieder aufhaben. Tschüss! Ich wollte mich auch noch mal ganz herzlich bei allen bedanken. Ich hoffe, es hat allen so viel Spaß gemacht wie mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. 5 Jahre zuvor. Das Rennen muss erstmals ausfallen. Am Vorabend gibt es eine Terrorwarnung. Alles einpacken. Es gibt Festnahmen in Oberursel. Am Streckenrand hat man verdächtige Beobachtungen gemacht. Ein Anschlag liegt im Bereich des Möglichen. Und sie fahren trotzdem. Jedermänner demonstrieren für Freiheit und gegen Gewalt. Obwohl die Polizei das internationale Radrennen in Frankfurt wegen der Gefahr eines Anschlags abgesagt hatte. Amateurfahrer gingen heute aber trotzdem an den Start. Einige hundert Amateurradler. Es sind einige hundert Radfahrer, die sich nicht abschrecken lassen. Die keine Lust hatten, sich von irgendeiner Terrorzelle ihren sportlichen 1. Mai stehlen zu lassen. Ein Mutmacher. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Und eine gemeinsame Ausfahrt am 1. Mai 2015 ist das Mindeste. Die Medaillen der ebenfalls abgesagten Velotour waren ja sowieso da. Klasse. Bernd Moos-Achenbach hat Ende 2018 das Rennen abgegeben. Er ist dankbar für die jahrelange Unterstützung seiner Frau und seiner Töchter, seiner engsten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wie Rolf Heine, Michael Labs oder Laura Degenkolb. Sein Rat aber bleibt gefragt und seine Kontakte unentbehrlich. Das Rennen Eschborn-Frankfurt gehört seitdem dem französischen Unternehmen ASO, dem Veranstalter der Tour de France. Das ist lange Tradition. Das ist eine Geschichte, die nun vor 60 Jahren begann. Das war der Beweis für die starke Verwurzelung dieses Rennens und der geschichtlichen Bedeutung für die Region. Das war das Element, das uns interessierte. Why push the limits, go beyond the frontiers and achieve the impossible? We do it for those moments. For those cheers and tears, and for the memories we will share. Die ASO bringt nicht nur Know-how, sondern auch großen Einfluss im Radsport mit. ASO. Ebenso haben wir den Weltradsportverband UCI davon überzeugt, dieses Rennen in die erste Division der weltweiten Radrennen wieder aufzunehmen, um jetzt auch dauerhaft ein Fahrerfeld von internationaler Klasse zu haben. Die lokale Organisation mit der Gesellschaft zur Förderung des Radsports als Tochterunternehmen verbleibt in Frankfurt. Hier wird auch die Deutschlandtour organisiert und die Verschiebung des Rennens 2021 auf den 19. September. Ich freue mich, im September in Frankfurt zu sein. Es wird die 60. Auflage. Eschborn-Frankfurt ist zwar nicht das älteste deutsche Radrennen, aber das mit Abstand bekannteste. Und es hat immer neue Ideen für die Zukunft. Es ist Tradition und Moderne. Es hat Krisen gemeistert und war mutig. 60 Jahre Radrennen. Hit.